us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Hey, 2 Stunden Aufbau mit 6 Personen, davon 2 Kleinkinder. Ich gehe kaputt. Hier sind wir im Innenbereich, es ist warm und wir sind endlich angekommen am Piani di Clodia. Guckt mal, 2 Stunden, Vorzelt, Tisch, Küche, Sofa, dieses ganze Zeug rausgeholt. Also wir haben wirklich in der Mittagssonne, ab um 1 haben wir hier gewütet oder halb 2. Jetzt haben wir alles fertig und jetzt gehen wir einfach nur noch ins Wasser. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist das Wasser in den Wohnwagen füllen, weil wir haben leider einen Platz erwischt, der ohne Wasseranschluss ist. Da müssen wir dann noch mal schauen, aber jetzt geht's los. Ja, das seht ihr hier fast umbringen. Und die Mittagssonne schon wieder extrem stark ist. Machen wir jetzt das, was hier am sinnvollsten ist, nämlich baden gehen. Also hier an diesen Poolanlagen ist es tatsächlich so, dass du, wenn du Mittag kommst, einfach alle Liegen besetzt sind. Aber wir sind nicht die Typischen, die ihre Handtücher hier ausbreiten und früh um 7 an den Pool kommen, damit wir noch eine Liege haben. Weil wir nutzen das wirklich so, wir sind zwar 6 Personen, aber uns reichen 2 Liegen, 3 Liegen, wir sind dann eh nur im Wasser. Jetzt haben wir eben doch noch einen Platz gefunden. Die Schirme kannst du dir ja doch suchen, wie du möchtest. Und eigentlich findest du immer einen Platz. Das Gute ist, wir sind diesmal jetzt hier an so einer Dusche. Oh. Das ist schon geil. Also einen besseren Platz konnte man nicht kriegen. Mann, das ist kalt, aber gut. Und ich finde es auch wirklich gut hier, dass du für diese Sonnenschirme und für diese Liegeplätze nicht bezahlen musst. Wow! Also ich finde diesen Wasserpark, diesen Wasserpool mit am schönsten, weil der einfach nicht überlaufen ist. Die sind jetzt hier die ganze Zeit am Pfeifen, weil sie raus sollen. Keine Ahnung, ob da drinnen jetzt ein Hai schwimmt und die das jetzt rausfischen müssen. Also ganz, ganz seltsam, dass jetzt alle aus dem Pool müssen. Müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Also alle sind jetzt aus dem Pool gegangen, ne? Entweder hat sie gesagt, weil ein Kind ins Wasser gepullert hat oder gekackert hat oder so. A child pupult in the pool, hat sie gesagt. Nein. Doch. Ein Kind hat wahrscheinlich ins Wasser gekackt. Deshalb haben die jetzt alle rausgeholt, weil die das rausfischen. Nein, ich sag... Sie hat gesagt, a child pupult in the pool. Die konnte aber auch nicht gut Englisch. Also entweder hat ein Kind reingekackt oder so, reingepullert und jemand hat das gesehen. Deshalb haben die jetzt alle rausgeholt, weil die das sauber machen müssen. Ich sag krass, dass das, also ich finde es ja gut, aber krass. Und die suchen jetzt die Kacke oder was? Ja, anscheinend. Oh Gott. Dann ist es halt so.
Können wir ja dankbar sein, dass sie das ja wirklich machen hier in dem Pool und drauf achten. Also, der Pool ist jetzt 2 Stunden gesperrt, weil ein Kind reingekackert hat, ein Baby oder ein Kind. Ja, sowas kann natürlich passieren und ich will nicht wissen, wie viele in dem Pool pullern. Ich finde es ja gut, dass sie das reinigen und dass der 2 Stunden jetzt gesperrt ist, ist halt so. Ne? Also unser Kind war es nie. Aber dazu gibt es ja auch Schwimmwindeln, die man anziehen kann, dass sowas einfach nicht passieren kann. Ne? Deswegen haben wir uns jetzt nochmal schön abgeduscht und werden jetzt entweder zum nächsten Pool gehen oder zum Wohnwagen. Ist das süß, hä? Da ist was draufgehangen. Hier in Italien, auf dem Piano di Clodia, hat jedes Waschhaus ein anderes Motto. Und hier sind wir jetzt gerade im Farm-Waschhaus. Hier sind die kleinen Mini-Duschen, das ist halt niedlich. Noch ein Sanitärgebäude, ein anderes diesmal. Ist genauso schön offen. Haben wir jetzt auch noch ein Peter Pan Bad entdeckt. Oh, das ist ja schön. Und hier hast du Duschen mit so einem Eimer. Ist auch niedlich. Ja? Hier. Ja, komm Theo, hier lang. Theodora, komm Hier mal. lang. Komm. Theo, hier bin ich. Die Spielplätze sind wirklich top. Ich liebe ja Holzspielplätze für die Kinder und auch mit dem Wasser-Sandspiel. Und auch hier dieses Trampolin-Parcours ist wirklich super. Was ich absolut nicht verstehen kann, wir haben jetzt Glück und wir sind jetzt deswegen hier, weil hier Wolken sind und keine Sonne. Tagsüber kannst du hier bei Sonne überhaupt nicht hingehen. Warum wird hier nicht einfach so eine Pergola aufgestellt, die ein bisschen überdacht ist mit Stofffetzen? Mach mal langsam, bitte. Mit Stofffetzen oder mit Stoffplanen ist doch viel besser. Also abends ist hier immer die Hölle los. Das sind immer ganz, ganz viele Kinder, die hier drauf rumspringen und tagsüber kannst du nicht hingehen, außer wenn bewölkt ist. An den Kindern macht Spaß. And Hawaii, please. One. Okay, that's it. Yes, 26. Swift card, please. Hier 280 und hier
Ich muss jetzt auch mal fragen, hier sind die Waschbecken so komisch. Und zwar hat das Waschbecken hier so eine Erhebung. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also mir erschließt dieser Sinn sich überhaupt nicht. Kennt ihr das? Ist da draußen jemand, der da vom Fach ist und weiß, warum man das so macht? Also man hat quasi in der Mitte des Waschbeckens hat man eine Erhebung. Aber warum? Also man schweinert halt das komplette Waschbecken voll. Verstehe ich nicht. Vielleicht hat der eine oder andere da draußen eine Idee. Sag mal aufstehen. Ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar, die Ameisen haben heute Nacht eine Fressparty gehabt. Weil wir gestern nicht bemerkt haben, dass so ein Kringel runtergefallen ist. Wir sind gestern angereist. Und was machen wir am ersten Tag nach der Anreise? Mit 4, 5 Mädels. Auf dem Markt shoppen. Früh um 8. Ja. Der Markt soll sehr schön sein. Das ist nämlich in Garda, direkt am Wasser. Wir haben die Märkte mit der KI ausfindig gemacht. Wir haben uns jetzt in der Zeit, wo wir jetzt hier sind, mit der KI eine Tabelle erstellt, wo welcher Markt ist, von welcher Uhrzeit her. Also heute hat es zumindest gestimmt, dass dieser Markt hier stattfindet. Wir haben es schon gesehen. Mal sehen, was wir heute an neuen, tollen Klamotten finden. Das ist mal ein ordentlicher Durchgang, hä? Wow, guckt euch mal diesen Baum an mit dieser Wurzel hier. Und dem Baumstamm, unheimlich knuppelig. Am Markt angekommen. Wir sind jetzt bloß eine Minute gelaufen. Der Parkplatz, den ich rausgesucht habe, der ist direkt fast am Markt gewesen. So, wir gucken erstmal, wo wir anfangen. Also was ich auf jeden Fall hier kaufen möchte, ist so ein Tuch, so ein Schattentuch oder wie man das nennt. Und wo sind die ganzen Mädels? Natürlich beim Schmuck. Sempre sarai tu il mio amore, my darling, my angel, my darling. Jetzt die Hutauswahl. Was ist schöner? Wie sehe ich italienischer aus? So. Oder so. Aber ganz ehrlich, kannst du noch mal so einen Hut aufprobieren? Ich möchte echt wirklich mal wissen, wie so ein Hut an dir aussieht. Da muss ich aber gucken, wie. Um Gottes Willen. Aber du, es hat eigentlich was, ne? Es hat was. Das ist ganz anders als das Kippen. Hier kann der Kopf atmen. Du meinst, dein Gehirn kann atmen? Bei der Wolle, die ich auf dem Kopf habe, Luft am Kopf. Ein Lebenszeichen aus der Umkleide. Markus sagt zwar, ich sehe aus wie so ein Indianer, aber ganz ehrlich, das ist doch schön, oder? Man sollte eh nie auf Männer hören, sondern nur auf Frauen. Und Frauen habe ich ja genug mit. Und passt sie? Das ist auf jeden Fall eine der schönsten Umkleidekabinen, die ich je gesehen habe. Mit der besten Aussicht. Jetzt wollte ich gerade meine Hose über die Hose drüber ziehen. Weil die ist ja so aus ganz leichtem Stoff gemacht. Ich habe jetzt echt vergessen, dass ich überhaupt noch anhabe. Was kostet das? 5 Euro. Wie viel? This one later, 5 Euro. Also während die hier alle auf dem Markt beschäftigt sind, gucken wir uns mal das an, was hier wirklich zählt.
merke auch einfach, dass ich jetzt langsam zu alt wäre. Meine Tochter hat gerade zu mir gesagt, der macht einen auf Sonic. Das ist ein Speedrun. Scheint doch was Schwerwiegenderes zu sein. Also wenn der Hubschrauber kommt, ist das gar nicht so lustig, glaube ich. Ne? Da muss doch ein schwerer Verkehrsunfall oder irgendwas passiert sein. Ja, der Krankenwagen ist nämlich auch mit dabei, den wir jetzt gerade gesehen haben. Seid jeden Tag, jede Minute dankbar, dass euch nichts fehlt, dass ihr gesund seid, dass ihr keine Unfälle habt. Also passt immer schön im Urlaub auf euch auf. Das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Die stehen hier alle an dem Bus, an der Bushaltestelle in solchen kleinen Krüppchen. Viel freier irgendwie. Man muss sich nie in so ein kleines Bushäuschen quetschen oder sich einfach so steif daneben stellen. Das ist alles so viel offener. Es macht echt Spaß hier, also zu schauen, wie die Kultur hier so ist. Einfach alles ein bisschen lockerer. Hier unten direkt an dem Wasser war gerade der Markt. Da unten. Und hier gehen sie baden am Stadtstrand. Zweimal. Nee, wie viel? 5. Dann musst du 5 eingeben. Sie. Die italienischen Ansagen über Lidl sind echt viel angenehmer als diese harte deutsche Sprache. Es klingt echt niedlich, wenn die Lidl-Mitarbeiter über die Ansage was sagen. Gentili clienti, a la cassa aperta. Vi preghiamo di riporre i vostri acquisti. Weil wir uns jetzt so abgemüht haben, machen wir es heute Abend mal ganz, ganz klassisch. Nudeln mit Fleischwurst und Zwiebeln. Und ich wollte gerade eben loben, dass dieser Campingplatz hier echt gut abgesichert ist. Und dass wir bisher überhaupt noch keine Probleme mit dem Strom hatten. Was passiert jetzt? Ich mache gerade die zweite Platte vom Induktionsfeld an und die Sicherung fliegt direkt raus. Okay. Okay, hier ist also gar nichts, was man einstellen kann. Also vermute ich mal, dass wieder unsere Vorsicherung gekommen ist. Von unserer Kabeltrommel, genau. Aber ich muss wirklich sagen, wir haben jetzt gerade echt auch viel angehabt. Wir haben 2 Ventilatoren, die laufen. Wir haben unsere Eismaschine, die eigentlich rund um die Uhr 24/7 an ist und permanent Eiswürfel produziert. Jetzt habe ich 2 Induktionsfelder angehabt gleichzeitig. Was war's noch? Und noch irgendein Gerät. Ah ja, und unten die Kühlbox, die haben wir auch noch. Also da kann auch mal die Sicherung rausfliegen.